Da kam doch eine wirklich lustige Frage rein, und zwar, ob wir im Alter stur werden, ob das ein normaler Prozess ist, weil man das ja so beobachten kann. Ältere Menschen werden ein bisschen unbeweglich, ein bisschen, ja, hören nicht mehr so hin, sind von ihren Meinungen und so überzeugt, werden ein bisschen härter manchmal. Muss das so sein? Habe ich mich natürlich auch schon lange gefragt. Und erstmal eine gute Nachricht, wollen wir mal so. Wenn ich mit meinen Dharma-Freundinnen und Freunden spreche, so, die entweder mein Alter sind oder schon über 70, über 80 und ihr Leben lang Dharma praktiziert haben, dann bin ich immer ganz froh, also nicht immer, aber doch oft ganz froh, von ihnen zu hören und es auch zu beobachten, dass sie nicht nur jung geblieben sind im Geist, sondern wie jünger werden. Also dass die Beweglichkeit sogar zunimmt. Und das ist so schön zu sehen, so schön zu erleben. Es ist aber nicht jede Art von Beweglichkeit, die zunimmt. Es ist ja, also gehen wir nochmal so davon aus, dass wir unser Leben der Dharma-Praxis gewidmet haben und wirklich in diese natürliche Offenheit hineinfinden, Offenheit des Herzens. Wir verstehen natürlich auch einiges und also sicherlich werden wir nicht stur, sondern wir werden gefestigt in dem, was wir erfahren haben. Also das kann jetzt bei mir niemand mehr so in Frage stellen, die Dinge, die ich erkannt habe, die ich erlebt habe und so. Und das ist ein Schatz bei älteren Menschen. Das ist einfach Lebenserfahrung. Aber wie sie mit ihrer Lebenserfahrung umgehen, ob sie darauf pochen, dass das die einzig mögliche Erfahrung ist und dass die Jüngeren doch bitte erstmal das alles lernen, bevor sie mit ihnen sprechen und. Das ist eine andere Frage. Wir können sehr entspannt mit unserem Wissen, unserer Lebenserfahrung umgehen. So, das ist das eine. Da trennen sich schon mal die Entwicklungen, da werden die einen beharrlicher, insistierender, sturer und andere bleiben, trotz wachsender Lebenserfahrung, bleiben sie beweglich, können weiterhin zuhören, können sich hineinfühlen, dass solche und solche Sichtweisen auch möglich sind, eventuell auch mal ihre eigenen waren. So. Dann etwas, was dazu beiträgt, lebendig zu bleiben, jung zu bleiben, ist Neugier. Neugierig, also Interesse zu haben. Weiterhin Interesse an all den vielen verschiedenen Veränderungen in unserem Leben zu haben. Also nicht abzuschalten. Tatsächlich ist dieses Interesse an Veränderung, am Wachstum der Pflanzen, an die Veränderung in der Welt, Veränderung in Beziehungen, dieses Interesse am eigenen Geist, am Leben. Ja, interessiert, offen, neugierig im Leben unterwegs zu sein, ist wesentlicher Teil für ein Jungbleiben im Alter, geschmeidig zu bleiben und nicht stur zu werden. Wer interessiert ist, bleibt auch beweglich, immer bereit, noch dazu zu lernen. Es hört nie auf. Und was mir dabei hilft, ist zu denken, ja, ich lerne jetzt in diesem Leben immer dazu, ich bleibe interessiert, okay. Und es geht sowieso im nächsten Leben weiter. Das ist einfach ongoing process. Ständig weiteres Entwickeln von Verständnis, von Fähigkeiten, das geht einfach. Und diesem Prozess öffne ich mich. So, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Und jetzt ist es noch so, dass wenn wir den Dharma, also jetzt auch die Meditation natürlich speziell, wenn wir die auf eine gute Art meditieren, dann bleiben wir durchlässig und werden immer durchlässiger. Das heißt, es findet bei uns nicht das statt, was bei älter werdenden Menschen manchmal zu beobachten ist. Wir werden nicht so schnell überfordert. Denn die Sturheit ist oft eine Abschottung, weil uns etwas überfordert. Wenn wir in unserem Herzen, unserem Geist durchlässig bleiben, also das täglich weiter praktizieren, einfach Dinge
Erfahrungen entstehen zu lassen und fließen zu lassen, ohne festzuhalten, ohne so viel ins Bewerten, gut, schlecht, kritisieren und so weiter einzusteigen. Also all diese komplizierenden Reaktionen sein lassen, dann werden wir immer durchlässiger. Es ist tatsächlich so, dass die Praktizierenden über 80, also die Ü80 damals Praktizierenden, dass die weiter immer noch geschmeidiger werden, wenn sie so praktizieren. Sie werden liebevoller, entspannter, zufriedener, durchlässiger, können unglaublich gut mit ihrem Alter und mit den verschiedenen Krankheiten, Symptomen umgehen, auch mit der zunehmenden Einschränkung des Lebensradius, ja, des Aktionsradius. Das kann ich beobachten und das macht mir richtig Freude. Ich sehe, dass Dharma-Praxis tatsächlich auch mich vom Gefühl her innerlich immer jünger macht. Also die Frische, mit der wir das Leben erleben, das hängt gar nicht davon ab, viele Dinge tun zu müssen. Das hängt auch gar nicht davon ab, ob wir viel oder wenig Lebenserfahrung haben, sondern die Frische ist dieses offene Willkommenheißen von der jeweils nächsten Situation, von dem, was jetzt passiert. Jetzt, immer wieder. Und das können wir in der Meditation üben. Also wir können tatsächlich etwas dafür tun, frisch und beweglich zu bleiben. Und dazu gehört auch, dass wir frisch und beweglich bleiben, was so die verschiedenen Anschauungen und Meinungen angeht, ohne deswegen irgendwie zu glauben, wir müssen irgendeine von diesen Meinungen annehmen, weil als Dharma-Praktizierende, speziell jetzt im Mahamudra, Dzogchen, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir sehr gut ohne Meinung auskommen. Und das ist zwar für die anderen zum Haare raufen, weil sie uns gerne in irgendeine Ecke haben würden. Du glaubst doch das oder das muss doch für dich stimmen und braucht es gar nicht. Wir brauchen keine Standpunkte einzunehmen. Wir sehen nur Ursache, Wirkung. Das hat vermutlich die und die Folgen, eine andere Haltung hat die und die Folgen. Wir sehen, wie die Dinge miteinander spielen, aber wir brauchen nicht zu bewerten. Wir sind einfacher geworden im Geist. Wisst ihr, dieses einfacher werden, frei von den Komplikationen des ich mag nicht, ich muss und ich sollte, ich darf nicht. All diese Komplikationen, mit denen junge Leute rumlaufen, diese Sturheit der jungen Leute, die ist bei erfahrenen Praktizierenden deutlich weniger geworden, weil sie daran gearbeitet haben, genau diese komplizierenden Muster aufzulösen. Aber wenn sie das nicht getan haben, dann werden sie unter Umständen zu diesem typischen verbitterten alten Sturkopf, dem niemand mehr etwas sagen kann. Oder ja, der alten, nörgelnden, Besserwissenden. So, ja, das wäre zu schade. Brauchen wir nicht. Es geht anders. Und noch nachgeschoben sozusagen ein letztes ermutigendes Know-how. Es heißt doch, dass unser Hirn, also die Neuronen in unserem Hirn, bis zum Tod ihre Plastizität behalten. Also die Fähigkeit, neue Synapsen zu bilden, neue neuronale Verbindungen herzustellen. Diese Geschmeidigkeit des physiologischen Prozesses im Hirn mit den entsprechenden anatomischen Veränderungen hört nie auf. Deswegen können wir sogar aus naturwissenschaftlicher Sicht behaupten, es ist möglich, bis ins höchste Alter jung zu bleiben. Also, hoffentlich inspiriert euch das. Mich inspiriert es jedenfalls, das im eigenen Geist zu beobachten und bei guten Freunden, die so ganz aufrichtig unterwegs sind und lieber mal, also denen es wichtig ist zu lernen, lieber mal zu sagen, oh, tut mir leid, das habe ich nicht gewusst oder
das war ein Versehen, tut mir leid, wenn ich dir wehgetan habe. Also das Gegenteil von Stursinn, sondern, ach, erzähl mal, wie siehst denn du das? Ah, okay, und wie sieht, also dieses Interesse für verschiedene Sichtweisen, für auch diese Bereitschaft, nicht recht zu haben, diese Bereitschaft, ja, einfach ein Niemand zu sein. Das macht jung. Das macht total jung, weil wir natürlich dann überhaupt keinen Standpunkt haben, auf dem wir stur beharren müssen. Ach, was mir da noch einfällt. Jetzt haben wir doch gerade über die Möglichkeit gesprochen, im Alter jung zu bleiben. Oh, und was mir noch einfällt, das wäre vielleicht noch wichtig hinzuweisen, dass das sture Verhalten, dieses Beharrende, dass das alles auf Angst beruht. Es ist wichtig, das zu durchschauen, dass wir deswegen uns verteidigen und die einigen eigenen Meinungen für die wichtigeren halten und das alles besser wissen und die Jüngeren verurteilen und, was auch immer die sturen Verhaltensweisen sein mögen. Auch wenn es nur ist, dass ich unbedingt meine Müslischale brauche und was weiß ich, meine geliebten Biodatteln und dass ich eigentlich sonst nicht glücklich sein kann, wenn ich die nicht habe. Also was auch immer das Beispiel ist, Angst ist im Hintergrund. Angst vom Ungewissen, Angst nicht geliebt zu werden, Angst vor Veränderung, Angst vorm Leben. Und wenn Dharma-Praxis diese Angst nicht auflöst, dann hat sie ihr Ziel nicht ganz erreicht. Das ist so. Das ist ganz wichtig. Dharma-Praxis löst Ängste auf. Ängste ist ein Synonym für Unwissenheit. Überall da, wo wir Angst haben, sind wir auch unwissend. Wenn wir in eine Seinserkenntnis eintauchen, immer mehr verstehen, wie es ist zu sein, dann lösen sich diese Ängste auf. Dann können wir sehr gut ohne Meinung unterwegs sein, sehr gut ohne nicht nur unsere Müslischale und unsere Biodatteln, sondern ohne was zu essen auch mal. All das löst nicht mehr so viel Angst aus. Auch der Tod nicht. Und von daher bleiben wir beweglich, weil uns keine Ängste mehr einschnüren. Eine Form der Angst führt zu Stolz. Nicht? Also Stolz ist dieses Beharren auf meinen, wie es mir geht, dieses nicht mehr in Resonanz treten mit den anderen und mit der Welt. Das ist eine Form der Verhärtung, nicht? Und beruht auch wieder auf Angst. Also von daher ins Vertrauen gehen, ins Interesse fürs Leben, so wie die Sonne mir jetzt gerade ins Licht scheint. Die Sonne so zu spüren, als wäre ich ein kleines Kind und hätte sie noch nie gespürt. Das ist, was den Unterschied macht. Alte Menschen werden unbeweglich, wenn sie bei so vielen Dingen denken, ach, das kenne ich schon, ach, das ist wieder das. Oder, oh, warum muss die Sonne jetzt da reinscheinen, ist doch jetzt gerade Aufnahmezeit und so. Also in die Abwertung gehen. Und all das ist nicht notwendig. Vielen Dank.